Die Sonne scheint. Es regnet. Es schneit. Wir sprechen über das Wetter. Bleib dran. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Heute sprechen wir über das Wetter. Das Problem beim vielen ist, wir sagen immer, das Wetter ist schön, das Wetter ist schön, das Wetter ist schön. Das ist langweilig. Wir probieren heute ein paar Alternativen, also Adjektive und Verben zum Thema Wetter zu lernen. Also, wie immer, volle Konzentration an die Tafel. Das Wetter. Herzlich willkommen. Wir starten. Wie ist das Wetter? Lautet die Frage. Und wir werden jetzt ganz viele Adjektive lernen, die zu diesem Thema super passen. Also, ich habe hier immer versucht, dir das bildlich darzustellen. Starten wir mit dem ersten Adjektiv. Kalt, warm oder sonnig, bewölkt, windig, frostig, also sehr, sehr kalt und eisig. Dann haben wir neblig, heiß und regnerisch. Genau, also das sind zum Beispiel wichtige Adjektive, die zum Thema Wetter ganz gut passen und du auch in deinem Wortschatz einbauen solltest. Machen wir weiter. Lass uns jetzt ein paar Beispiele machen mit den Adjektiven, die wir gerade eben gelernt haben. Die Frage lautet, wie ist das Wetter in Berlin zum Beispiel? Und die Antwort lautet, in Berlin ist es regnerisch. Regnerisch ist mein Adjektiv. Punkt. Machen wir weiter mit dem zweiten Beispiel. Wie ist das Wetter in Köln? In Köln ist das Wetter bewölkt. Also in Köln ist es bewölkt. Und als letztes, wie ist das Wetter in Freiburg? In Freiburg ist es schön und sonnig. Also schreiben wir, ist es sonnig. Also du siehst, dass wir diese Adjektive sehr gut benutzen können. Regnerisch, bewölkt und sonnig. Machen wir weiter. Es ist heute sonnig oder es ist windig oder in Madrid ist es warm oder in Sibirien ist es frostig. So, jetzt haben wir ein paar wichtige und spezifische Adjektive zum Thema Wetter gelernt. Die kannst du gerne immer benutzen. Also nicht immer bitte, das Wetter ist schön, das Wetter ist schön, das Wetter ist schön. Nein, jetzt machen wir spezifische Verben zum Thema Wetter. Wir können auch auf die Frage, wie ist das Wetter, mit Verben antworten. Und hier habe ich jetzt mal 4 wichtige Verben geschrieben. Das Verb regnen, schneien, hageln und scheinen. Ja, und weil es Verben sind, benutzen wir die so. Es regnet, es schneit, es hagelt oder die Sonne scheint. Hier mache ich jetzt einen kleinen Stopp und zeige dir gleich ein paar klassische Fehler, die viele Deutschlernende machen. Also vergiss nicht, das sind alles Verben. Du wirst es jetzt gleich sehen. Klassische Fehler. Also, es ist regnet ist falsch. Regnen ist ein Verb und ist ein Verb. Also, es ist regnet ist definitiv falsch und richtig ist es regnet. Oder manche sagen auch, es ist Regen. Das ist auch falsch. Wir sagen, es ist regnerisch. Also du siehst, dass du 2 Alternativen hast. Du kannst einmal Verb benutzen, es regnet, oder Adjektiv, es ist regnerisch. Also sei bitte vorsichtig und benutze es richtig. Und als letztes, es ist schneit, ist auch falsch. Also
ist ein Verb und schneien ist ein Verb. Und 2 Verben in einem Satz ist nicht so toll. Und richtig heißt das, es schneit. Also versuche immer die richtige Version zu lernen. Machen wir mit ein paar Beispielen weiter. Es regnet heute schon den ganzen Tag. Oder es schneit nicht mehr. Die Sonne kommt raus. Draußen hagelt es sehr stark. Oder im Sommer scheint die Sonne lange. Genau, so kannst du die Verben spezifisch zum Thema Wetter benutzen. Vergiss nicht, regnen ist ein Verb und wir sagen, es regnet. Also, wir sagen nicht, es ist heute regnet. Nein. Also, du solltest bitte das gut lernen. Regnen und schneien sind Verben. Jetzt machen wir mit den Temperaturen weiter. Wir können auf die Frage, wie ist das Wetter, auch ein bisschen spezifischer antworten. Zum Beispiel, wie viel Grad sind es in Stuttgart? Du siehst, in Stuttgart sind es 25 Grad Celsius. Hier ist es wichtig, dass du hier bitte Plural benutzt, also nicht ist, sondern sind. Genau, machen wir noch ein Beispiel. Wie ist das Wetter in Madrid? Es regnet in Madrid und es sind 12 Grad. So kannst du auf die Frage, wie ist das Wetter, antworten. Jetzt lernen wir noch die Jahreszeiten im Deutschen. Also, wir haben den Frühling. Die Monate März, April und Mai sind Frühling. Dann haben wir natürlich Sommer. Juni, Juli, August ist der Sommer. Dann haben wir Herbst. September, Oktober, November ist der Herbst. Und Winter, Dezember, Januar und Februar ist der schöne, kalte Winter. Gut, machen wir weiter. Dann sollten wir natürlich auch die Himmelsrichtungen lernen. Also Norden, im Norden oder der Westen, im Westen, der Süden, im Süden und der Osten, im Osten. Wir können auch sagen Norddeutschland, Ostdeutschland, Süddeutschland oder Westdeutschland. Machen wir ein paar Beispiele mit diesen Informationen. In Norddeutschland ist es bewölkt und windig. Oder in Süddeutschland scheint die Sonne. Im Westen ist es teils bewölkt. Oder im Osten regnet es. So kannst du auch diese Wörter gut benutzen. Stopp, 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 stopp. Wenn dir meine Erklärungen gefallen, kannst du Mitglied meines Kanals werden und mich dabei unterstützen, mehr Videos, Erklärungen und Übungen für dich zu erstellen. Als Dankeschön bekommst du exklusiven Zugriff auf viele Extras. Für Mitglieder gibt es Hör- und Sprechübungen für den Alltag. Sprechen üben ist wichtig. Falls du Fragen hast, frag Sali direkt. Deine Frage, meine Antwort, persönlich. Zusammen lernen wir schneller, klarer und sicherer. Danke für deine Unterstützung. Da sind wir auch schon bei den Hausaufgaben. Wie immer kannst du hier einen Stopp machen und die Hausaufgaben gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich beantworte sie dir gerne. So, in diesem Video haben wir jetzt ein paar wichtige Adjektive und ein paar wichtige Verben zum Thema Wetter gelernt. Ich hoffe, ich konnte dir ein Stück weiterhelfen und hoffe auch, dass du dieses Thema gut verstanden hast. Ja, wie immer, falls du Fragen hast, schreibe deine Fragen unten in die Kommentare und mache bitte deine Hausaufgabe. Ich sage Danke und Tschüss. Tu es für dich und beginne noch heute damit, Deutsch zu lernen. Herzlich willkommen bei berufsdeutsch.de.